Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr realistisches Haar zeichnen könnt. Im ersten Abschnitt werdet ihr sehen, wie das ganze Bild im Schnelldurchlauf entsteht und anschließend werde ich euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. So, das Bild ist fast fertig und dann können wir direkt anfangen mit der Schritt-für-Schritt-Erklärung. Hier sieht man jetzt gerade noch kurz, wie ein Stück Stoff entsteht, weil ich einfach schon so weit bin, habe ich es noch kurz mit eingeblendet. Aber jetzt geht es dann gleich los. So, starten tut man am besten mit einem Pierre Noir 3B Kohlestift und man sollte zuerst das ganze Haar in verschiedene Strähnen einteilen, um einen guten Überblick zu haben. Deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall am Anfang immer die Haare gut einzuteilen, dass ihr seht, wie das Haar verläuft, wie die einzelnen Strähnen liegen, weil nur so könnt ihr später auch das Ganze gut gestalten. So, jetzt mache ich alles wieder ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass ihr seht, wie das Ganze abläuft. Und wenn ich diesen Schritt beendet habe, schalte ich wieder auf langsam und werde weiter erklären. Im Schnelldurchlauf sieht man außerdem relativ gut, wie die ganze Struktur entsteht und wie die Strähnen verlaufen. Wie ihr seht, ist das Haar jetzt ganz gut eingeteilt. Man sieht, wo welche Strähnen entlang laufen und kann jetzt dann anfangen, die einzelnen Strähnen genauer auszuarbeiten. Das Ganze mache ich zuerst mit einem 3B Kohlestift. Ich nehme dabei den Stift und fahre aus den dunklen Bereichen immer wieder mit einzelnen Strichen raus. Schau wieder auf mein Bild, schau, wo sind noch dunkle Bereiche und einzelne dunklere Striche oder Abschnitte in der Strähne und fahre hier wieder neue Striche in etwas dunkler rein. So, jetzt schalte ich das Ganze wieder auf schnell, damit man ein bisschen genauer sieht, was in den nächsten Minuten oder auch Stunden passiert. Und hierbei ist jetzt wichtig, dass man immer wieder auf das Bild schaut, vergleicht, ist es irgendwo dunkler oder heller und das Ganze dann anpasst. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsmomente, das ist, wenn man die grobe Struktur bereits ausgelegt hat, dann mit dem 3B verschiedene dunkle Stellen etwas hervorgehoben hat und dann den Pinsel nimmt, um das Ganze so ein bisschen aufzuweichen, smooth zu machen. Und dann schaut das Ganze nämlich gleich innerhalb von 10 Minuten viel besser aus. Das Ganze macht man mit einem sehr weichen Pinsel und fährt dann immer aus den dunklen Bereichen zu den hellen. Dadurch bewirkt man, dass man von der Kohle oder von dem Graphit immer ein bisschen mehr in die helle Bereiche zieht und dass man so eine ganz schönen weichen Übergänge vom Dunklen ins Helle bekommt. Hier sieht man jetzt wieder im Schnelldurchlauf, wie das Ganze weiterhin abläuft. Also immer die verschiedenen dunklen Bereiche suchen und immer in die hellen reinziehen. Manchmal bewege ich den Pinsel auch hin und her, aber in der Regel eigentlich immer in eine Richtung. Außer wenn man mal wirklich ganz stark was verwischen will, dann kann man auch mal in beide Richtungen gehen. Jetzt sieht man, das Haar schaut eigentlich schon ganz gut aus und für manche Leute würde das jetzt auch schon langen. Aber man kann es jetzt natürlich noch auf ein deutlich höheres Level bringen, indem man wieder dunklere Farben nimmt. Hier auf jeden Fall wieder den Pierre Noir. Was an der Stelle jetzt ziemlich schwer ist, ist, dass der Pierre Noir Stift zwar sehr dunkel zeichnet, aber schon nach ein, zwei Strichen ist er wieder stumpf. Und dann muss man ihn wieder spitzen und wieder ein paar Striche malen und wieder spitzen. Und wer den schon mal benutzt hat, der weiß, gerade für Anfänger ist es ziemlich schwer, den richtig scharf zu kriegen. Da gehört also viel Übung dazu. Im Schnelldurchlauf kann man jetzt ganz gut erkennen, wie ich mir die verschiedenen dunklen Stellen suche und die noch weiter abdunkel, um das Ganze noch räumlicher zu machen und realistischer wirken zu lassen.
Das Ganze geht dann ziemlich oft hin und her, wieder mit dem Pinsel vermischen, mit dem Pierre Noir dunkler nachmalen und nach einer Zeit schaut es dann so aus. Danach kommt auch schon der letzte Schritt. Dazu benötigt man so einen Radiergummistift, den man mit einem Messer vorne ganz scharf an der Kante macht. Und dann kann man einzelne Highlights in die Haare zeichnen, einzelne feine Haare, die schräg über die Haare gehen, reinmalen und kann das Ganze nochmal mehr detaillieren. Hier ist jetzt auch wieder ganz wichtig, dass der Radiergummistift immer ganz spitz ist. Wenn man den nicht nach allen 5 oder 6 Härchen neu spitz macht mit einem Messer vorne, dann sind die zu dick und schauen nicht echt aus. So, jetzt geht es wieder in den Schnelldurchlauf. Man sieht, wie ich mit dem Radiergummi einzelne Härchen mal, wie ich bestimmte Highlights mache und so dem Haar noch mehr Tiefe und mehr Höhen geben kann. Am Ende von der Zeichnung ist es dann meistens so, dass es ziemlich viel hin und her geht. Das heißt, man benutzt den Radiergummi, man benutzt verschiedene Bleistifte, dunkle, dann wieder ein bisschen hellere, dann nimmt man wieder einen kleinen Pinsel und nähert sich so immer mehr dem Ende an, bis man dann den Punkt erreicht hat, wo die Zeichnung so ist, wie es einem gefällt. Und dann ist man fertig. Gut, hier sieht man jetzt den aktuellen Stand. Die Zeichnung ist noch nicht ganz fertig, aber die Haare zum größten Teil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was dabei gelernt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert und meinen Kanal abonniert. Viel Spaß beim Zeichnen, bis bald.